Dankeschön, dass du wieder einschaltest. Viel Spaß mit uns heute. So, Switch. Schubidup. Und da sind wir. Wir sind jetzt bei Ryan, ne? Yep, wir sind bei Ryan und müssen jetzt einen Widerspruch finden. Yeah. Wir werden auch einen finden, hoffe ich zumindest. Gut, Mensch, ja, habe ich. Habe ich. Damals noch. Wo die Spiele noch neu waren, sagen wir so. Wo sie noch neu waren. Geht's dir gut? Alles Beste, liebe Claudia. Ich hoffe bei dir auch. Alles Beste. Danke für die Frage. Sehr, sehr lieb. Und danke für die WBs, die wundervollen Menschen. Und Jürgen auch an dich. Welcome back. Vielen Dank fürs Warten, die wundervollen Beards. So. Money meant as a little incentive for Kate. Had heard Kate wanted to leave Atlas. War da nicht etwas, das sie nie gehen wollte? Last saw Kate at an Atlas meeting last Friday. Kate was drunk at the meeting. First met Kate 3 months ago. Said Kate enjoyed the course and appeared happy. Hadn't suspected she had any emotional problems. Ah. Das. Könnte das ein Widerspruch sein? Said Kate enjoyed the course. Und wirkte fröhlich. Und dann, er hat gehört, dass sie überlegt hat, Atlas zu verlassen. Aha. Doch nicht. Doch nicht. Okay. No ulterior reason for giving Kate the money. Ryan insisted that there was no ulterior motive for giving Kate 500. Huh. Ich muss hier einfach nochmal durchgehen, es hilft nichts. Es hilft nichts, Beards. Ich muss hier alles nochmal durchgehen. The Necklace? Ne, obwohl sie hatte eins. Das nicht. Zum Broken Pendant nichts. Ah, es wird schwer. Jetzt wird schwer. Doesn't know about the argument in the pub. Usually leaves for Atlas at 6 p.m. Starts preparations for Atlas at 6:30. Had met Liam in the... Achso, nee. Liam seemed happy. About getting rid of guilt and self-doubt. Ryan invented the phrase. Phrase invented while based at the village hall. Ryan has a background in psychology. Has no interest in drugs. Das hatten wir ja schon im Widerspruch. Paul stunned part of the shock aspect.
Thinks people should be free to do what they like. So, hier ist halt richtig viel. Lisa asked for a refund. Car was vandalized. Doesn't know why Lisa wrote Devil Worshipper. Lisa lives alone at the end of the lane. Lisa asked for a refund. Atlas do some disturbing techniques. Huh. Schwer. That's it for the time being. Thank you. Was sagt uns der Tipp? Sagt er, wir sollen wieder nehmen. Das mit den Tipps ist eigentlich kein Dings. Es ist. Ich call es schief. Ja, schief. Call es schief. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Call es schief. Schauen wir mal, was der Chief sagt. Die Cheats sind die wahren Tipps im Prinzip, nicht die Tipps. Was irgendwie unlogisch ist. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Very much so, sir. An interesting discovery in Ryan's car. A check for £500 from Ryan made out to Kate. Blimey, how does he explain that? He said it was an incentive. Apparently he'd heard she was thinking of leaving the course. What made her so special that they were willing to pay her to stay? Just a good student, I suppose. Nah, doesn't add up. £500 is a lot more than an incentive, Jex. You can buy questions in Parliament for that kind of money. Sounds pretty desperate. Keep on her, Ryan, about it. Oh, and get yourself another drink. Another drink. Thanks, Chief. I'm having one. Bye. And get yourself another drink. Thanks, Chief. Thanks, Chief. Ich habe Sachen, die ich Emma und Simon noch nicht gefragt habe. Ernsthaft? Eigentlich habe ich alles schon Emma und Simon gefragt, aber okay. Gehen wir zu Emma und Simon. Es gibt Sachen, die ich Emma und Simon nicht gefragt habe. Das ist interessant. Aber was? Ich glaube, mir fehlt irgendwas. So wie es aussieht. Oh! Wo kommt denn das her? Aha! Wo kommt das denn her? Wieso? Das habe ich gar nicht. Okay. Did you know about Ryan Round's arthritis? Arthritis? I didn't think Ryan had arthritis. Hadn't known about Ryan's arthritis. Genau, es sind Leitfaden. Weil die Cheats, die sind wirklich das, was spoilert. Eigentlich. Und die Tipps sind eigentlich nur so, ja, so eine Art, ja. So wie du sagst, ein Leitfaden. Genau. Hadn't known about Ryan's arthritis. Okay, dagegen kann ich eigentlich nichts sagen. Habe ich Simon das auch nicht gefragt? Tatsache. Warum habe ich die nicht? Das habe ich voll vergessen scheinbar. Okay. Did you know about Ryan's arthritis? Ryan? He's got arthritis? Apparently. Oh, I didn't know. I hadn't noticed he had any problems. Alles klar. Gut. That's all for the moment. Thank you. Sie wissen nichts drüber Bescheid. Und jetzt kommen sicher die... There must be a contradiction. Ja. Yep. There must be a contradiction. Und das wird bei Ryan sein und nicht bei Paul. Ich schätze, bei Ryan wird ein Contradiction, also ein Widerspruch sein. 100%ig nicht. Aber ich sag mal, zu 80% gibt es bei Ryan einen Widerspruch zu finden. Oder bei Paul. Und Paul gibt uns eine neue Sache zum Reden. Ich glaube bei Ryan. Jetzt geht's ab.
Has arthritis in his hands. Arthritis not a problem. Takes morphine for his arthritis. Keeps morphine in a locked room upstairs. Hat er zu uns mal gesagt, er hat nix? Gab es nicht irgendwo eine Aussage, dass er gesund ist oder so? Last saw Kate at an Atlas meeting last Friday. Hadn't suspected she had any emotional problems. Ich bin jetzt gerade ein bisschen leise erstmal. Bisschen überlegen. Nicht wundern, dass ich jetzt nichts sagen werde. Ryan has a background in psychology. He has a background in psychology. Hat damit nichts zu tun. Hat damit absolut nichts zu tun. Doesn't believe in anything supernatural. Thinks the fingers is a devil's sign. Doesn't know how the fingers used, finger symbol could be used. Ich nehme mir das jetzt erstmal. Oh, oder? Bei James. Bei James könnte auch was sein. Ja, oh, waren wir überhaupt... Ja. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht. James könnten wir vielleicht auch etwas herausfinden, aber ich weiß nicht. James könnte nämlich genau so einer sein, wo es einen Widerspruch geben könnte, ne? Eigentlich. James könnte genauso sein. Moment. Es muss gar nicht Ryan sein jetzt, der hier jetzt irgendwo zum Widersprechen ist. Es könnte genauso auch James sein. Wir haben jetzt mit Simon geredet und er hat ja gesagt, dass James damit zu tun hat. Wir könnten jetzt James widersprechen, dass er eigentlich auch das verwendet hat für den Tee. Weil das hat Simon, ich glaube Simon war's, gesagt. Wegen dem Tee. Es kann sein, dass ich jetzt damit was erreichen kann. Never extracted opium from the pots. Und wo ist das jetzt mit dem Tee?
Das müsste hier irgendwo sein. Nee. Hat er nicht noch irgendwo irgendwas mit T? Das müsste bei den Herbal-Sachen sein. Salvia, da. Sold Salvia to Liam. Doesn't grow any other drugs. James said he doesn't grow any drugs to, other than Salvia. Ah, Moment! Selling the pots to pensioners. Selling the pots? Eieiei. Schwer. Das Schwerste ist immer, wenn man nicht weiß, wem man überhaupt widersprechen kann, ja. Von wen, bei wen. Es kann genauso James sein, genauso auch Ryan. Wenn man nicht weiß, wen. Das ist das Schwere. Weiß jemand eine Vermutung? Ihr dürft spoilern, Tipps geben, falls ihr was wisst. Falls ihr eine Vermutung habt, oder mit wem soll ich reden? Was glaubt ihr, bei wem ist der Widerspruch zu holen? Ihr dürft jetzt mithelfen. Was glaubt ihr, bei wem? Mein Kopf raucht auch schon. Tja, Flying Chainsaw, das geht so schnell bei dem Spiel, ne? Ich widerspreche allen! Immer grundsätzlich! Objection, Jürgen! Ne, was glaubt ihr? Ihr dürft jetzt mitraten, wie gesagt, ihr könnt losschießen. Miträtseln, was ihr glaubt. Bei wem und was? Hast du James auch schon widersprochen, dass er noch nie Opium extrahiert hat, obwohl er Opium-Tee verkauft? Die zwei, ne? Passiert nichts. Also das, ne, das sind die gleichen Bereiche. Die gleichen Bereiche kann man nicht widersprechen, so wie es aussieht. Hat Rebecca gesagt, der Arthritis-Typ hat's im Rücken? Pulled his back? Und nicht in den Händen? Jetzt weiß ich aber nicht, bei wem die Option da ist. Ich bin Smokey, aber ich schaue es mir an. Hallöchen, einen wunderschönen Dienstag. Danke, dass du hier bist. Ich schau mal nach. Stimmt. Das war ja irgendwas mit Pulled his back. Stimmt. Ich gehe mal zu Ryan. War bei ihm die Option mit Pulled his back? Glaub nicht, oder? Weiß es gar nicht. Oder war es bei Rebecca? Ich will mit Rebecca nochmal über das Überleben des kaputten Fensters sprechen und den Führerschein von Kate zeigen. Okay. Das hat aber irgendwie wenig Sinn, findest du nicht auch? Also, wer weiß. Wer weiß. So, wo hätten wir das? Is arthritis in his... Said he has arthritis in his... So. Und gab es hier diese Option? Ich weiß es gar nicht. Nee, es gab hier die Option nicht mit seinem Rücken. Die Option gibt's hier nicht. Die Option mit dem Rücken gibt's hier nicht. Die hat nur Rebecca. Die Option mit dem Rücken hat nur Rebecca.
Aber die Gitarre ist halt so, ne? Das mit der Gitarre ist so merkwürdig dann irgendwie, ne? Ich meine, mit dieser Krankheit kann er doch gar nicht. Das ist das Merkwürdige. Paul meinte, dass Ryan sich am Rücken... Ah. Thank you. Probably back later. Vielleicht Paul, dass Paul etwas für uns hat? Du meine Güte. Boah, das jetzt am Ende, wo jeder was wissen könnte, das ist jetzt schwer. Ich meine, sonst, wenn es gar nicht geht, hole ich mir einen Cheat. Wenn es gar nicht geht, hole ich mir einen Cheat. Dann soll mir der Cheat halt helfen. So, Ryan Paul, okay, stimmt. Ryan pulled his back last year, nur das sagt uns auch nichts, ne? Doesn't believe Ryan has arthritis. Ja, McCameron, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wenn ich jetzt... Wenn die Charaktere das die Antwort hat und der andere Charakter das, ich kann das nicht vermischen. Das geht nicht. Es geht nur die Option, wenn ich beim Charakter bin. Es geht nur die Option, die beim Charakter ist. Ich kann die nicht vermischen. So, Flying Chainsaw mit Rebecca, okay. Das mit Rebecca probiere ich noch. Wie gesagt, ja, wie gesagt, ich weiß, aber da gibt es die Option nicht. Trotzdem, es gibt die Option bei Ryan dann nicht. Es gibt den Beweis irgendwie nicht. Frag mal Paul wegen Meditation und Autohypnosis. Weil er meinte, die Hypnosis wurde nicht gemacht. Sagt aber, dass im Spiegelraum meditiert wird. Okay? Couple more questions, if that's okay. Wegen Meditation und Autohypnosis. So. Autohypnosis, Nifi. Das war's, ne? Autohypnosis not used in the course anymore. Und dann war der Mirror. Mirror Room used for meditation? Das meinst du, Nifi? Hast du das gemeint? Das geht nicht. Falls du das gemeint hast, weil ich wüsste nicht, was du anderes sonst meinst. Ich denke, das hast du gemeint. Ja, okay. Gut, ich hol mir einen Cheat. That's all for the moment, thank you. Ich hol mir einen Cheat. Obwohl, was steht auf ihrer Driving License von Kate? Was war der Case on body with a piece of tape attached? Okay, ne, ich hol mir einen Cheat. Ich hol mir einen Cheat. Ich hol mir einen Cheat. Get the cheat. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is your second cheat. Ryan said the money was a little incentive for Kate, but didn't he say they don't coerce or bribe students? Haha, okay. Ich hab das Wort nicht verstanden, was es hieß. Die Schuld war jetzt, dass mein Englisch ein bisschen... Also, dass mein Englisch nicht so gut ist. Deshalb bin ich jetzt nicht drauf. Ich wusste nicht, was das heißt. Bribe. Aber okay. Mein Englisch ist auch nicht das Beste. Ich wusste nicht, was das heißt, okay? Beard, I'm sorry. So, wo war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich das suchen. Wo war das? Wo war das? War das nicht irgendwann am Anfang? Das ist jetzt blöd. Never seen anyone. Das Opium. Room locked. Mirror no. One. Laptop. Achieve students to keep valuables. So. Nein. Nein. Lisa's accusation. Okay.
nicht? Ah, da. Students are not coerced or bribed. Das habe ich nicht verstanden, was es bedeutet. Warum muss das Spiel auf Englisch sein? Mich stört das eigentlich nicht. Nur gerade das, weil das habe ich nicht verstanden. Das habe ich euch nicht gefragt. Das war doof von mir, weil ich mir dachte, es ist irrelevant, ja. Aber das ist das Richtige. Das ist die Antwort. Ich habe die Wörter nicht verstanden. Coerced und bribed. Ich habe nicht verstanden, was das heißt, ja. Jetzt wissen wir es. Aha. Sorry. Ich habe euch nicht gefragt. Mein Fehler. Students aren't coerced or bribed in any way. Except Kate. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment? We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else? So, wo haben wir jetzt was bei Autohypnosis? Wo kam das jetzt dazu? Wo kam das jetzt dazu? Ich habe keine Ahnung, was es dazu kam. Diese Möglichkeiten, die neuen, die wir jetzt bekommen haben. Nein. Wo kam das dazu, Beards? Ah, da. Gave Kate the money to test assess her. Students pay for the course per session. Oh, liebe Siliveria, Hallöchen, bin bereit, den Mörder zu schnappen. Wunderschönen Dienstag, willkommen zurück bei uns. Ich auch. Das kam bei Out. Ich habe das nicht gesehen, dass das irgendwie dazu kam. Gave Kate the money to test assess her. Okay, ich dachte durch den Test, dass er dann sieht, wie sie drauf ist. Aber nee. War da nicht... Moment, wo ist das mit der... Oh, das Menü, ich hasse das Menü. I hate the menu. Da. Muss man bei einem Test nicht die License herzeigen? Mann. Ja, wieso? Students pay for the course per session. Gave Kate the money to test. Test her response as part of her assessment. Was heißt Assessment? Das frage ich jetzt. Was heißt Assessment? Ich kenne das Wort nicht. Kann mir das jemand übersetzen von einer geilen Beards? Wäre sehr lieb.
Der müsste doch schon locker 2 Flaschen weg haben, ja also. Ja, der ist die ganze Zeit am Trinken, ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit, aber ich glaube, der trinkt auch nie wirklich irgendwie da raus. Denke ich. Ja, der Manni, der ist doch immer nicht fertig mit seinem Whisky, der hat viel davon. Was heißt Assessment? Bewertung oder Einschätzung? Okay. Danke, Face. Bewertung. Ryan gave Kate £500 to test her response as part of her assessment. Aber... Ihr dürft mitraten übrigens. Ihr dürft mitraten. Noch, immer. Ja. Ihr dürft mitraten. Was ihr glaubt, als nächstes zu tun ist. Alles klar, liebe Claudia. Dann viel Spaß dabei. Beziehungsweise, ich hoffe, dass du schnell fertig bist damit. Psychologie, Erfassung psychologischer und andere Merkmale zu einem praktischen Zweck. Danke auch an dich, King Salute. Frag James! Ja, wir suchen einen Widerspruch, Face. Ja, also ich denke mal. Kleben vom Fenster. Warum Flying Chainsaw? Was ergibt das für einen Sinn? Es geht ja darum, dass sie den Führerschein nie gesehen hat, Flying Chainsaw. Also ich kann ihr den Führerschein... Habe ich ihn schon gezeigt, aber... Der Widerspruch ist halt nicht da. Rebecca und Ryans Aussagen zu den Painkillern sind fehlerhaft. Ja, schon, aber... Wie ich schon sagte, Mr. Xavi, ich habe die Option hier nicht, was Rebecca hat, ja. Ich kann es hier nicht auswählen. Wie schon gesagt, ich kann diese Varianten, nochmal an alle, die neu hier sind und das Spiel noch nicht so gut kennen, ich kann bei den Charakteren die Antworten nicht mitnehmen zu den anderen Charakteren. Geht nicht. Weil Klebeband am Führerschein ist? Okay. Könnte was sein. Na gut, dann gehe ich halt zu Rebecca. Ja, dann schauen wir mal. Gehen wir zu Rebecca. Pirix, so du geiler Bier. Welcome back. Wunderschön, Berti, geil. Liebe, mein Lieber. Schön, dass du einschaltest. So, wo haben wir das? Einmal Führerschein. So, was gibt es da für Antworten? Hasn't seen the license before, doesn't know if Kate had lost the license. Okay. Klebeband. Okay, ich wähl's aus. Und dann the broken window, ne? Da. Taped over the broken window to make it faster. Okay. Hey, das könnte stimmen. Ah, nein. Ist nicht richtig. Stimmt nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ihr dürft. Flying Chainsaw, ihr dürft ja. Ich habe ja extra gesagt, ihr dürft mitraten, ja. Aber ich glaube, das war das, was du gedacht hast, oder? Flying Chainsaw. Rebecca said she has seen und Rebecca taped. Das geht nicht. Passt nicht. Wir hätten das auch schon viel früher rausfinden können, ja, aber das Spiel hat das nicht gebraucht, die Information. Ja, Gedanke war gut, aber wir hätten das, glaube ich, schon früher herausfinden müssen, wenn das eine richtige Antwort gewesen wäre, ja. Thank you. Probably be back later. Obwohl, Moment mal, es gibt ja noch was wegen Ryan. Just a few more questions, if you don't mind. Entschuldigt dich noch nicht, Flying Chains, alles gut. War doch ein guter Hinweis.
Has never seen the business card. Ryan's arthritis. Chemist gives them to many. Chemist is a friend of the family. Ryan suffers from arthritis. Oh ja, also du bist so lieb. Das ist so lieb von dir. Also freut mich, dass du weiterhin hier bleibst. Freut mich wirklich sehr. Danke für dein Feedback. Freut mich wirklich. Aber du hast recht, ja, es sind hier wundervolle Menschen. Auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben. Definitiv. Schöne Idee. Ja, die Idee war wie gesagt gut. Nur... That's it for the time being. Thank you. Ich hol mir einen Cheat. Das ist gerade echt schwer. Beard, ich hol mir noch einen Cheat. Erstens, es ist Englisch. Zweitens, nicht jeder versteht alle Wörter. Ich hol mir jetzt noch einen Cheat. Es hilft nichts. Wir haben bis jetzt eh so viel selber gelöst. Ah, ich kann mir keinen Cheat mehr holen. Ich kann mir gar keinen Cheat mehr holen. Alles klar. Ich dachte, das geht. Es gibt wohl immer nur pro Phase einen Cheat. Sonst wäre es ja zu einfach. Okay. Okay. Ich gehe mal zur Phonebox. Mal schauen, ob der Chief irgendwas Neues weiß. Glaube zwar nicht, aber let's talk. Falls er da ist. Oh, liebe Harley Quinn, welcome back. Wunderschönen Dienstag. Go on, Jenks. Well, Ryan claims that the money was something to do with Kate's assessment rather than being a bribe or anything like that. I'm sure he does. But I couldn't get any further with it, unfortunately. However, I did see someone delivering boxes of poppy pods to James Wilson. What? Wilson's making opium as well? Possibly. I can't get any further with him either. Right. What's the connection between Wilson and Thompson again? I've totally forgotten that brain. They both used to live at the farmhouse before Simon moved out with Emma. So they've got history together. Well, we're missing something here, Jenks. Just try and quiz both of them. Find out about these poppies. Okay, thanks, Chief. Also jetzt doch zu... The Chief suggested finding out more about the connection between James and Simon. Ja. Das ist das, was ich befürchtet habe. James und Simon. There must be a contradiction. Dann gehen wir mal zu Simon zuerst. Es ist nicht mehr Ryan und Paul, James und Simon. Ask about a few more things, please. Die Connection zwischen den beiden. Doesn't know anything about the poppy pods. James once drank opium tea. Is allergic to opiates. Moment. Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in, for opium? No. Though James did have opium tea once, I think. Where did he get it from? Oh, I don't know. I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? I don't know. I didn't try it. Really? I didn't want to risk it, did I? But I went to hospital once. I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so... James sagt aber, er hat da nichts mit dem Tee zu tun. Der Chief ist nur für die Hints da. Ja, also ja. Wenn man mit dem Chief redet, kriegt man einen Cheat. Wenn man mit dem Chief redet, kriegt man einen Cheat. Jawohl. Doesn't know anything about the poppy pods. Wenn ich mir jetzt ein Brewery anschaue, wo war das? Makes his own homebrew. Tried selling it, but only sold to James. Doesn't see James very often. Simon said he didn't know.
James once drank opium tea. War da irgendwas mit Opium Tea? Ist Morphium ein Opiat? Moment. He and Kate took morphine. Oh! Simon remembered James drinking opium tea once. Ah ja, stimmt schon. Simon said he and Kate took morphine. Sehr schön. You and Kate took morphine in the mirror room. That's what you said, isn't it? Yeah. But you're allergic to opiates, Simon. Opium. You didn't take the Sehr morphine gut, at all, Beards. did you? Well, no, I didn't. Kate did, though. I thought you were trying to outdo each other. That was the point, wasn't it? We weren't trying to outdo each other as such. Go on. Ryan wanted me to test Kate. To see how far she would go to be prime candidate. What candidate? Prime candidate. It means the best person in the group, basically. What do you mean test her? But you do it in pairs. One person's the tester, it's me. And the other person's the... Victim. Well, it's not like that. It's completely consensual. It's just boundary testing. Ryan wanted me to test Kate. Because they thought she was the best student. Well, maybe. I don't know. I just did what I was told, okay? Except you decided to give her morphine. To break the law. Well, I can't change that now, can I? She didn't die of a morphine overdose, did she? She died because she drowned. But she drowned for reasons that aren't clear. Atlas seemed to have this all neatly worked out. If Simon's telling the truth, Atlas are lighting the fuse and then retiring to a safe distance, letting students test themselves and push themselves to their limits while avoiding all comeback. Is this what happened to Kate? Simon gave information about the status of prime candidate at Atlas. Sehr schön. Gut. Auf zu Emma. Mal schauen, ob Emma was dazu sagt. Good Beers, die Tipps erstmal wieder ausmachen. Keine Tipps, keine Spoilers. Ich danke euch vielmals für die Hilfe. Vielen lieben Dank. Also ohne euch könnte ich das Game nicht durchzocken. Wenn ihr nicht wärt, müsste ich zu meinem besten Freund Google gehen und ihm fragen, ob er was weiß. Aber wer braucht schon Google, wenn wir Beards haben, oder? Wir haben Beards. Wer braucht Google? Google ist nichts gegen euch, ganz ehrlich. Ihr seid besser als Google. Ones and Beards. Danke für die Hilfe. Wie gesagt, jetzt wieder Tipps und Spoilers, Backseating aus. Ich danke euch für die Hilfe. Ihr seid der Wahnsinn. Ask about this item. Do you know what a prime candidate is at Atlas? Yes, it's what every student wants to be. It's the best student. Apparently you get a great high-paid job afterwards. I don't think that really happens, though. Did you know anyone in the running to be prime candidate? What, like Simon? I don't think they picked Simon, to be honest. Well, he's got too many morals, and you can't have both at Atlas. Knows about prime candidates. Didn't think Simon was prime candidate. Believes morals are incompatible with Atlas. Emma said she believes morals are incompatible with the Atlas scores. Gut, ich denke, That's all for the moment. das Thank you. ist... bei Emma gibt es im Moment jetzt eh nichts. Würde ich mal sagen. Auf... James! Good old James! Let's go. Endlich Fortschritt, Mr. Xavi! Yes! Danke Couple euch. more questions, if that's okay? Ja, weiß gar nicht. Be back later on, if that's okay? Gott, James! Aber wir haben jetzt neue Informationen. James-Hype. Wir haben neue Informationen. Wir müssen mit dem Chef. Wir müssen mit dem Chief reden, Beards. To the Chief. Let's go to the Chief. Beziehungsweise Atlas ist sowieso nicht ganz dicht. Allgemein die Firma hier.
Mr. Chief, trink mal wieder, sie ist mal am Schlafen, keine Ahnung. Auf zu Mr. Brandon. Brandon A few more Senior. questions, please. Brandon Senior. What are prime candidates? The best of the bunch. The peaches. And so what does it mean to be a prime candidate? Success. We have a special relationship with many major international companies. We provide them with our best students. And they get an instant job. And what do you get out of it? Well, it's a little kickback. It's just business, Inspector. Prime candidates are the best students. Prime candidates given a well-paid job. Atlas receive kickback payment. Dieses Atlas ist so falsch. Ganz ehrlich, Beards. So, ich markiere mir jetzt mal zwei Sachen. Das und das. Paul said that the prime candidates are given an immediate, well-paid job and on completing the course. Paul said that prime candidates are the best students. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Does know anything? Nope. Nee. 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 Auch nicht. Das Atlas doesn't use. So, didn't heard about the argument. Nope. Achso. Ja, ich wollte sagen. Da ist was. Na, ich glaube, bei ihm ist sie erstmal nix. So wie es aussieht. Okay. Gut. Okay, that's it for now. Ich glaube Thank you. noch nicht bei Paul. Denke nicht. Simon und Emma waren wir. Fehlt nur noch einer. Mr. Ryan. Mr. Ryan. Auf zu Mr. Ryan, Beers. Soll ich durch den... Nee, wir gehen nicht durch den Wald. Es wird wohl nix noch sein, oder? Gehen wir direkt zu Atlas. Let's go. Enter the building. Auf zu Mr. Ryan. Let's go. I'll ask you a couple more things, please. Now, tell me what a prime candidate is. You're learning a lot, aren't you, Inspector? Prime candidates are simply the best students, the ones with the most potential. And what benefits do they get from that? Well, they get the top job. Which is? Well, we have a deal with various multinationals. We train students to be exceptional, truly exceptional. And they get a wonderful top job. It seems a very simple deal. And how do you decide who the prime candidate is? Do you test students? No. Did you ever, say, ask Simon to test Kate, for instance? Oh, you've actually been speaking to Simon, haven't you? I really wouldn't trust anything that Simon Thompson says. You know, he spent the best part of 2 months trying to undermine Kate. No. Now, Simon Thompson, it really isn't my place to speculate, but if you're looking for motives, Inspector, he certainly had a few motives. More than I. A motive to kill her, do you mean? Now, that's very interesting, Inspector. Well,
That's up to you to decide, huh? Best students become prime candidates. Prime candidates get a very good job. Students are not tested. Never asked Simon to test Kate. Ryan never asked Simon to test Kate. Simon had been trying to undermine Kate in order to become prime candidate himself. Students are not tested. Doch, oder? Wo ist denn das nochmal? Der Test. Atlas, ja, okay. Ryan said students are not tested. Ich glaube schon. Stand not rated. Gave Kate the money to test assessor? Haha! Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference! If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Oh, ho, ho, ho. Da fliegt der Whisky! Good old whiskey! And still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death, but I wonder if the man protests just a little too much. Das ist schon merkwürdig, oder? Das ist schon mehr als nur aufregend, dass er sich jetzt so drüber aufregt, oder? Irgendwie? Da steht doch irgendwas, nicht? Beards? Und wir haben 12, wir haben Midnight, wir haben After Midnight Beards! Ich glaube, das ist der letzte Part! Yes! Da kommt man ja zum Besten. Oh ja, Sacris! Sacris kommt in den Stream und das erste, was passiert ist... Wow, Sacris, das ist der perfekte Zeitpunkt, den Stream einzuschalten, weißt du das? Sacris, ich hoffe, du bist schön aufgestanden. Ich hoffe, das ist besser als Kaffee. Das ist besser als Kaffee, Sacris, ich sag's dir. Besser als Kaffee. Guten Morgen. Schön, dass du da bist, mein lieber. Wunderschönen bärtigen Dienstag. Danke fürs Einschalten. Ich glaube, Ryan ist salty. Face. There we go. Sehr richtig. Sehr richtig. Die arme Katze. Was? Katzen? Oh, die haben sich jetzt alle versteckt. Ich war's nicht. Okay. So, fliegt das Gebiss raus. Hallöchen Jeffrey. Wunderschön bärtig. Geil. Ein Dienstag, mein Lieber. Gut. Ich bin nicht zum Training. Naja, lässt sich nicht ändern. Haut rein, Beards. Mr. Xavi. Viel Spaß beim Training. Pass auf dich auf. Ciao, mein Lieber. Genieß doch den Abend. Jeffrey, du geiler Beard. So, wundervoll, Menschen. Wir starten wieder von vorne. Let's go. Wir haben Midnight. After Midnight. Wohin gehen wir überall? Haben wir neue Information? Ja. Ryan gave information that Kate was in the running to become prime candidate. Wir haben neue Information. Na dann. Auf geht's zu... Na, wohin geht's? James! Aber erstmal speichern. Yes. Oh ne, erst call the Chief. Sky, du geiler Beard. Welcome back, du geiler Beard Mod.
Wunderschönen Dienstag, Sky. Keine Info über den Chief. Ja. Falls es sich tröstet, Holy, meine Katzen ignorieren dich weiterhin und spielen... Liebe Sally, das freut mich. Da bin ich beruhigt. Hauptsache, deine Katzen haben nichts. Freut mich sehr. Freut mich von ganzem Herzen, das zu hören. Das ist schön. Auf zu James. A few more questions, if Darf you don't James wieder mind. known? Mal schauen. Ja, nicht mal das. Gar nichts. Thank you. Probably Er muss be back gar nichts later. sagen. Für 12 Uhr nachts aber ganz noch recht hell, also. Besser für uns. Muss ich keine Angst haben. Muss ich keine Angst haben hier. Gott sei Dank. Get to the west. Auf geht's zu Paul. Auf geht's zu Paul. A few more questions, if you don't mind. Was Kate a prime candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do, Inspector. So you don't force them into being tested. No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance. No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Ja, dir trauen wir aber auch nicht. Paul. Kate was being tested for prime candidate. Leaders don't get involved in testing students. Paul said it's company policy that leaders don't become involved in testing students. Don't use threshold testing. Students not encouraged to hurt each other during testing. Okay. Thank you. Wir gehen Probably erstmal be überall back durch, later. bevor ich jetzt irgendwas probiere. Wir gehen überall durch, weil... Damit wir alles haben. Alles aufdecken. Ja. Yeah. Und dann überlegen wir, so, wer könnte jetzt etwas bringen? Beziehungsweise, wen könnten wir widersprechen? Let's go. So, Rebecca hat noch offen. Yep. Rebecca haben wir, glaube ich, noch kein einziges Mal widersprochen, glaube ich. Couple more questions, if that's okay. Wenn es mich nicht täuscht. Atlas Prime Candidates. Do you know what a prime candidate is? At Atlas, it's the best student. And what does that mean? It means they get a guaranteed job with a very good salary. Well, that's the idea anyway. But Mostly they aren't up to it. what happens then? They get sacked. Failed Prime Candidates get sacked? Was heißt das? Sie werden geschmissen? Heißt das, dass sie einfach geschmissen werden? Was heißt sacked? Was heißt sacked, Beard, in diesem Zusammenhang? Wenn mir das jemand übersetzen könnte, wäre extrem lieb. Und Richty, welcome back. WB mal lieber. Sie werden zu Säcke. Entlassen. Okay, sie werden gefeuert. Okay. Danke, Nubil. Danke, Synchros. Dachte ich mir schon. Entlassen, gefeuert. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön, 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 Beards. Fragen wir weiter. Did you know Kate Vine was a prime candidate? No. Didn't know Kate was a prime candidate. Okay. Most students are not up to the job. Ja, dazu. That's all for the Wie moment. Thank gesagt, you. wir schauen uns erstmal um. Erstmal umschauen, wie jetzt. Und wenn wir dann alle durch haben, können wir noch immer schauen, wen wir widersprechen. So, ich glaube aber Rebecca, nein. Ich glaube, bei Rebecca gibt es nichts. Ich habe da keine Widersprüche, was sie gesagt hat zu den Prime Students.
Weiter geht's. Richtung Simon und Emma. Ich frage mich, ob sie noch da sind. Ob sie noch wach sind um diese Uhrzeit. Das ist die Frage. A few more questions, please. Ja, Thank okay. you. So. Do you know whether Kate was in the running to be prime candidate or not? I don't, but I do think she would have been chosen. Just because she was, you know, Kate. Hä? You didn't discuss it with Kate. No. No, she never talked about Atlas. Didn't know about Kate's prime candidate status. Thinks Kate would be chosen. Kate didn't discuss the Atlas course. Really? Kate didn't discuss the Atlas course. Emma said Kate didn't discuss the Atlas course with Emma. Didn't see Kate very often. Ja, ich meine... Okay. Be back later on, if that's okay. 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 Mr. Simon? How do you think you'd have reacted if you'd found out that Kate had been chosen to be prime candidate? Is that... Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. You know, she's a bit flaky, to be honest. It's just not really prime candidate material. Didn't think Kate would be prime candidate. Okay. Gut. Thank you. Probably be back later. Wir haben jetzt eigentlich niemanden mehr, ne? Weil Ryan hat uns jetzt diese Information ja gegeben. Gehen wir mal durch den Wald. Das ist, denke ich mal... Vielleicht gibt's irgendwas im Wald. Im Wald gibt's immer irgendwas. Hier gibt's immer etwas Weirds. Jedes Mal, wenn ich hier langkomme. Wobei es kann gut sein, dass diesmal sich das Spiel denkt, nein, du musst jetzt selber herausfinden. Das kann sehr gut sein. Und die stehen noch immer da. Wir haben Mitternacht. Es ist 12 AM? PM? Egal, AM. Na, also nach Mitternacht halt. Und die stehen noch immer da. Oh, Wahnsinn. Okay, nothing. Atlas. Atlas auch nix. Okay. Flaggy ist exzentrisch, danke Zwiebelchen. Sehr lieb von dir. Du. Ja, und Ryan, der... ist nicht da. Ryan ist nicht da. Und hier ist nothing, okay. Und hier ist nix. Okay. Gut. So. Jetzt ist... Oh, wir könnten jetzt zum Chief gehen. Eventuell gibt es jetzt noch Informationen vom Chief, einen neuen Hinweis. Bei wen wir denn wirklich nun Informationen sammeln sollten. Hoffe ich. Yes, very good. Hello, Jenks. Yes, I'm still up. Thanks for asking. Chief Ryan admitted that he asked Simon to test Kate to see if she was good enough to be prime candidate, but he's throwing it all back on Simon. Says it was up to Simon about how he went about testing her. Very convenient. What does Paul say? He pretty much backs Ryan up. He claims they don't do any threshold testing. Well, that's a load of horse droppings. He knows you're on
talk to him, Jenks, which means you're getting somewhere at last. It's only taken you until midnight, but well done nonetheless. Listen, call me back. I'm watching an old movie, but Christopher Lee's only just turned up, so I'll be here for another hour or so, yeah? Okay, Chief. I'll call again. Bye. Ja, bye. Hat jemand neue Informationen für uns? Wonder what Paul thinks about prime candidates. Ich glaube, das haben wir ihn schon gefragt. Ask you a couple more things, please. Yep. Prime candidates are the best students. Students not encouraged to hurt each other. Was ist Threshold Testing? Threshold Testing? Was soll das bedeuten? Christopher Lee, Flying Jets. Ja, schaut ein Christopher Lee Movie. Der good old Chief. Korax hier noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du hier warst, mein Lieber. Hau rein. Genieß den Abend, genieß den Dienstagabend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, mein Lieber. Danke für die Unterstützung. Die Grenze gehen. Oder sowas. Threshold Testing. Bis an die Grenzen. Also bis an die Grenzen testen, so in der Art. Okay. Alles klar. Dankeschön. Paul said students are not encouraged to hurt each other during testing. Aber wir haben doch welche gesehen, die sich da verletzen. Und warum kann ich das nicht aus? Dieses Blödsinn. Wieso kann ich das nicht auswählen? So. So, Moment. Wo war das? Students not encouraged to hurt each other. Gibt es nicht irgendwo diese Antwort? Dass sie es doch tun? Genau, da war ja doch die Antwort, dass es ihm egal ist, was sie... Ja, sie werden aber... Ja, das widerspricht sich wieder ein bisschen. Das widerspricht sich ein bisschen. Never seen anyone selling. Nobody allowed to know. CD in mirror room used on the course. No thefts have happened since. Paul said that Ryan's GP keeps prescribing medication for him. Ihr dürft mitraten, ja? Ihr dürft wieder mitraten. Es ist erlaubt, dass ihr wieder mitraten, Beers. Lisa couldn't handle the course techniques. Also ihr dürft ja mit, also Spoilers, also Tipps und Vermutungen, das ist super, sind wieder erlaubt. Vermutungen sind wieder erlaubt. Und Metorix, du geiler Mensch, hallöchen, wunderschönen bärtigeilen Abend auch an dich. Schönen Dienstag, Metorix, schön, dass du hier bist, mein Lieber. Hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Es ist zwar nicht Paul, aber überprüf mal, ob Emmas Aussage stimmt. Sie hat nie über Atlas geredet. That's it for the time being, thank you. Emma, okay.
Sagt der Tipp jetzt noch immer, Paul? Wonder what Paul thinks about Prime Candidates. Also ich glaube, dass wir bei Paul was rausnehmen, aber ich kann gern zu Emma gehen. Machst du eigentlich generell gesehen auch Point-and-Clicks, Flones? Flones sehr selten. Sehr, sehr selten. Ist nicht so das Stream-Game, was ich, also Stream-Genre, was ich sonst zock oder hier stream. Aber ab und zu schon, wenn mir mal ein gutes gefällt, dann ja, auf jeden Fall. Aber selten. Belastungstests sind doch bei Atlas verboten. Oh, Flying Chainsaw, das ist cool. Aber Moment, erstmal das von Ify. Moment, ja, Ify, ich habe keine Ahnung, was du jetzt bei Emma meinst. Sorry. Ich gehe jetzt mal das von Flying... Was ist das von Flying Chainsaw? Hört sich gut an. Falls die Option bei Paul da ist. Damn it. Belastungstest, stimmt schon. Stimmt schon. So, die Frage ist, wo ist das? Da, Threshold Testing und Belastungstest. Oh, die Frage ist jetzt, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Encourage to free themselves from guilt, no praise for guilt in business. Okay. Not possible to force students. Not used on the course anymore. Es ist halt richtig viel mittlerweile. Hallöchen, Acid Gaming, wunderschön, Bertigan, Lisa, schön, dass du da bist, mein Lieber. Acid, ich kann dir nur sagen, wie es ist. Im Moment ist definitiv HDQ spannender. Weil ich gerade absolut auf nichts draufkomme, ja. Er ist zu Geldgabe und verliert durch ihren Tod das Kickback-Geld. Dark One. Das ist echt schwer. Vor allem, wisst ihr, das Schwere ist an dem Ganzen einfach, man hat mittlerweile so viele Möglichkeiten, ne? Ich meine, schaut euch das mal an. Look at this. Okay, ihr seht es wegen der Cam schwer, aber das ist so viel, ja. Das ist so viel. Und überall, ne, also fast überall gibt es teilweise richtig viele Möglichkeiten zum... Ich meine, schaut das mal an. Es ist echt wahnsinnig viel, was man hier alles rausfinden kann oder worauf man schauen muss. Das Spiel ist richtig schwer. Es ist richtig schwer, ja. Und vor allem auch für euch zum Miträtseln ist schwer, weil wisst ihr, ich hole den Cheat. Es ist für mich unmöglich, ja. Mein Gehirn ist noch nicht scheinbar so fortgeschritten für sowas. Keine Ahnung. I don't know. Ich bin mehr der Platforming-Gamer, nicht der Nachdenker. Ich hole mir jetzt sowas. Ich hole mir jetzt einen Cheat. There we go. This is your third cheat. Paul says they don't use threshold testing. But wasn't that mentioned on the CD playing in the mirror room? Habe ich das nicht mal probiert? Aber es ist im Prinzip Flying Chainsaw, das was du gesagt hast. Das was du gesagt hast, Flying Chainsaw. CD Mirror, aber das wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Aha. You say you don't endorse threshold testing, that's the phrase, isn't it? Yes. Except you do, Paul. Because you told me that the students use that CD in the mirror room.
I've listened to that CD, and it very clearly mentions threshold testing. You keep batting this away, Paul. We don't really use hypnosis. The students aren't really tested, but I am this close to launching a full-scale investigation. Look, we get a kickback from these students, and they have to be exceptional. Of course we have to test them. That doesn't mean we do anything illegal. What do you think we do? Bump off the ones we don't like? Well, that depends on how far you push them, doesn't it? Well, we certainly don't kill them. Nobody here wanted Kate dead. I'm sure they didn't. But what do you expect, Paul, when you put students under that much pressure? She was a very, very valuable student. She was worth a lot to the business. Really? And how much would that be? Well, if you really want to know, 50 grand. She was worth 50 grand? Yes. What, you were selling her? Of course we were selling her. You don't get this, do you? We make perfect employees. Month after month. That's all we do. What do you mean, perfect employees? What big business needs, Inspector, more than anything else, is none of this altruistic, goody-goody crap. What we look for is people with ambition, no ethics. Push, greed is good, all right? We don't deal with all this comfort stuff. The survival of the fittest. That's all there is. There's no higher purpose, no big plan. There's nothing at the end of the rainbow. Accept what you have and you can enjoy in the here and now. And what do you enjoy now, Paul? You're gonna have to excuse me, Inspector. I'm a very busy man. I've got work to do. I'll see myself out. Lovely man, your father. Shut the gate on your way out. Very good. He's doing his level best to shut this place down. Get rid of him. He's a policeman. We can't just... You saw this, Ryan. You man up and you sort it. Tonight. Kyle. That doesn't sound good. Two totally morally bankrupt men are plotting to get rid of me. It's midnight. I don't have any backup and I don't even have a mobile phone. This is potentially quite bad. And what's Kyle got to do with it? I think I might make my way over to Atlas while Ryan isn't there. Maybe lock myself in. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Was hier jetzt alles passiert, ist ja Wahnsinn! Ich gehe jetzt speichern. Save. Yes. Save the game. Game save. Perfect. Habe ich jetzt etwas Neues? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ich gehe mal schnell mit dem Chief telefonieren. Mal schauen, ob das geht. Mal schauen, ob ich mit dem Chief noch reden kann. Let's do it. Call the Chief. Kann ich ihm das sagen, dass sie mich töten wollen? Ich will nicht, dass wir sterben, Nostris. Wir werden nicht sterben. Believe, Nostris. We can do this. Wir sind Beards. Und Chief, der Chief scheißt auf uns. Der schaut lieber seinen Morgan Freeman-Film oder keine Ahnung. Lucas Skywalker, was weiß ich was. So, tschüss. Auf nach Atlas. Und ich wette, irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren. Ich sehe es jetzt schon. LOL, Dark. LOL, also, oh Gott, ich hab dich eh schon begrüßt. LOL, Dark, es freut mich, dass du noch da bist. So. Lord Dark schon den ganzen Tag da und ich vergesse, dass er da ist. Das ist ja ein Wahnsinn. Lord Dark, du bist richtig sneaky, du bist ein richtiger Lurker hier. Freue mich, dass du noch da bist, Lord Dark. Ich hab dich lieb, bitte nicht böse sein. Natürlich weiß ich, dass du seit Anfang an dabei bist. Das war nur ein Scherz. April. Achso, haben wir ja nicht. Scheiße. Okay. Spaß. There we go. Wir müssen nachher zu Atlas, aber ich schaue mich sicherheitshalber irgendwo um. Wieso gehen wir nicht zu Simon und Emma und sperren uns dort ein? Egal. Schnell zu Atlas. Schnell zu Atlas Beards. Abhauen.
Genau, das ist das nächste. Für 50k. Ja, das ist eine richtig kranke Scheiße, Flying Chainsaw. Das ist sehr richtig. Die verkaufen, so gesehen, ihre Studenten, ja, so gesehen, ja. Das ist ein Wahnsinn. So krank. Ja, bitte noch nicht böse, ihr habt die Augen lieb. Gott, es ist gerade so intensiv hier. Es ist so intens. Schnell. Wir haben gespeichert, das ist wichtig. Die stehen auch immer da, die sind die Hauptverdächtigen. Ich glaube, ich kaufe mir das jetzt auch. Alleine um solche Entwickler zu unterstützen. Oh, Synchronous. Ja, es ist das kostet 10 Euro das Spiel. 9,99 Euro, ja. Ihr Budget war nicht groß und trotzdem haben sie so ein Spiel auf die Beine gebracht. Das ist so gut. Oh. Oh, oh. Prove to me that you're man enough to do this, Kyle, and then you can deal with that ridiculous police inspector. What is this? What the hell? Scotland Yard. Not hell. Hello, Ryan. Hello, Inspector. What are you doing here? Inspecting. So, come on. Let's have it. I don't think you'd understand, Inspector. The best thing that you can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Kyle. Drop it! Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Well, please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Now look, Inspector, I know what you're trying to do. I know what you're thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday after the meeting. Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Well, a knob of butter has more chance of becoming prime minister. Oh, wait. So are you telling me that Simon killed her? Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? any more likely than you, Ryan? Pig! I know. Police brutality. A douche! You okay? Wer war sie? Ach du meine Güte. Ryans Accusation. Ja, aber trotzdem, selbst wenn Simon es war, ich meine, Atlas steckt doch hinter all dem Ganzen. Jetzt ganz ehrlich, was zur Hölle macht der Ryan? Was macht der Atlas? Was ist das für eine Scheiße hier? Adusch! Was zur... Der ist so geil mit Torek. Wahnsinn, ich mag ihn auch. Janks ist so gut. Janks, the Detective, is so good beards. Ganz ehrlich, dieses Atlas. Was zur Hölle? Was machen die? Das ist ja Wahnsinn. Rituale und probieren die Leute andere zu töten. Das ist doch total krank hier. Dass man das jetzt schon nicht dicht machen kann, ich meine. Okay. Gehen wir mal zu Atlas. Schauen wir mal, ob hier jemand ist. Damn. I suppose it was too much to hope that Ryan had left the place open. Gut. Also kein Entrance für uns. Na dann, auf zu James! Wir gehen zu James! Denn er ist die Lösung für alles! James
knows everything. Ding dong, ring the bell, I ring the bell, and here is the beard. So, yeah. Do you know how well Simon knew Kate? Not really. Did you ever see them together? So why? Do you think he killed her? I've no idea. Do you think he'd be capable of that? Do you think we're all capable of it? No, I don't. Sure. So you've never been in your police car responding to an incident, driven past a school at high speed? Don't know. Maybe. Well, you've answered your own question then. When you've got a need and things get in your way, it's human nature to either ignore them or get rid of them. Any way you can. That's all murder is, isn't it? Maybe you're right. Doesn't know how well Simon knew Kate. Thinks everyone is capable of murder. Ich kann dagegen nichts widersprechen. Obwohl, ich schau mal kurz wegen dieser Aussage. Doesn't know how well Simon knew Kate. Knew Kate through Simon's girlfriend Emma. Okay. Be back later on, if that's okay. James ist teilweise schon ein bisschen creepy. Finde ich. Irgendwie. James macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich meine, er ist zwar... Er hat, denke ich, zwar mit dem all dem nichts zu tun. Aber... wir können nicht mehr zu Paul. Hinterm Haus von Paul und Ryan. Nichts. Okay. Auf zu Simon und... Oh, Rebecca, stimmt. Rebecca haben wir auch noch. Ha! Rebecca haben wir auch noch. Die ist mir auch sehr verdächtig. Irgendwie. Okay. Nothing here. So intense, Face! Ja, auf jeden Fall. Total intense. I'll ask you a couple more things, please. So, much. Ah, gar nichts. Okay, nix. Okay. Okay, that's it for now. Entschuldigung, nicht Thank Kate. Rebecca. Nicht Kate, Rebecca. Rebecca weiß nothing. There we go. Kurz mal hier drauf schauen. Village Hall war scheinbar nur wirklich für den Schlüssel dafür anfangen, mehr nicht. Emma. A few more questions, if you don't mind. Did Simon mention walking home with anyone after the meeting last Friday? No, he just came home. Why? He didn't mention walking home with Kate. No, definitely not. Simon didn't walk home with Kate last Friday. Thank you. Probably be back later. War es Simon? So, Simon. Dann erzähl mal. What would you say if I said it's been suggested that you were seen walking home with Kate after Atlas last Friday? What? By who? The same person who suggested that you wanted Kate out of the picture because you found out she was in the running to be prime candidate. Who said that? Just a question. I didn't think I was in the running. It was Ryan, wasn't it? I am in no position to say. It was Ryan. Simon, calm down. No, I can prove it. Kate's driving license, give it to me. Why? Kate's driving license, please. See that pattern on the tape there? Let me show you something. See this pattern? Now look at that. It's the same pattern. This has come from the same roll of tape as this. So there's only one person has tape like that. Ryan. He gave me this piece of tape when I was in his office once. Why has Kate's driving license got a piece of Ryan's tape on it? I have no idea, Simon. Where did you find it? Oh, by the lake. It's obvious, isn't it? Ryan was testing her. He was doing a boundary test to see how much she would do, how far she would go to be a prime candidate. But it all went wrong. Okay. It's one of the things we do at the course, right? You give something that's important to you to someone else. Then they go and hide it somewhere.
It's to teach you to not be bothered when you lose something that's important to you, alright? Kate gives her driving license to Ryan. Ryan goes and hides it somewhere down the lake. Kate finds out, she goes down looking for it, probably drunk, and she falls in. I'm afraid I find that a bit far-fetched, Simon. It makes perfect sense if you know anything at all about how Atlas works. But Simon, if you got the tape from Ryan, Kate could have got it from him. He told me he doesn't lend it out. He lent it to you. But I didn't kill her! Do a lab test on the card. His DNA will be all over it. And what if yours is all over it? It won't be. I didn't kill her. I'm sorry. Just give me a minute. I need some painkillers. Ist er abgehauen? Ist er abgehauen? Ich glaube, er ist abgehauen. Ja. Where did he go in such a hurry? Is he trying to act as suspiciously as possible? Warum haut er ab, wenn er eh sagt, dass er unschuldig ist? Er hat es... Simon claims that only Ryan had pattern tape like this sample. Moment, den Führerschein haben wir noch, oder? Okay, den Führerschein... Okay, ich dachte, er hat den Führerschein mitgenommen. Okay. Warum haut er ab? Jetzt schauen wir mal, wohin er ist. Oh, ich sollte vorspeichern. Save the game. Save the game. Wer weiß, was passiert. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir in diesem Spiel sterben können, aber... Save the game! Das Klebeband Flying Chainsaw. Ja, hat er was damit zu tun, auf jeden Fall, ja. Gut beobachtet. Er ist nicht da. Er ist einfach weg. Okay. Er ist einfach... Oh, war ich hier? Ja, war ich, okay. Er ist nicht da. Na dann, gehen wir zurück zu Emma. Reden wir mit Emma. A few more questions, if you don't mind. Sie kriegt gar nichts mit. Sie kriegt absolut gar nichts mit. Have you seen this anywhere before? I've seen it somewhere, but can't remember. Sorry, no. Okay. Thank you. Probably be back later. Gut. Wen haben wir noch zum Reden? Rebecca. Rebecca und oh Gott, James. Ich war gerade total überlegen. Wir haben Rebecca. Genau, wir haben Rebecca. Wen haben wir denn noch zum Reden, Beards? Na, wen denn? Ach so, James. Ich habe voll auf James vergessen. James. Ich wollte ihn scheinbar schon vergessen. Bram Orcel, du awesome Beard. Welcome back, Bram. Wunderschön, Berti, geilen Dienstag. Schön, dass du hier bist, mein Lieber. Shale, James. Oh Gott, Shale, du kannst dich doch nicht über James freuen. Okay. Aber man kann ihn fragen. Ever seen tape like this anywhere before? No. Ja. That's all for the moment. Danke, you. James. Ihr wolltet diese Antwort haben, oder? Bitteschön. No. Harley Quinn, no, sehr richtig. Mach fertig, meine Kinder müssen ins Bett, Kühlschrank. Kühlschrank, Pinguin, Real Life geht vor. Deine Kinder gehen vor. Bitte geh weg vom Stream. Das meine ich ernst. Deine Kinder gehen vor, mein Lieber. Schau auf deine Kids. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. There we go. Ich lauf nicht davon, Kühlschrank, Pinguin. Go down behind Brandon House. Und als letztes dann zu Rebecca. Gut, hier ist Simon auch nicht. Auf zu Rebecca.
Oh, kann ich mit dem Schief... Ah, nee, egal. Gehen wir gleich zu Rebecca. Bisch. Meine liegen schon, Diggy Bear. Perfekt. Perfekt. Also deine Kids wollen wissen, wie es weitergeht. Ich gebe schon mein Bestes. Ich möchte ja auch wissen, wie es weitergeht. Ich gebe mein Bestes, mein Lieber. Have you seen patterned tape like this anywhere before? Oh, Ryan's got some. I know, because I borrowed it. When was that? A couple of months ago? Have you still got it? I don't think so. I haven't seen it since then. Ryan had some pattern sticky tape. Last saw the tape approx 2 months ago. Hat das jetzt eine Verbindung mit dem kaputten Fenster? Broken pub window. Ah, wo ist denn das? Gott, so viel. Vor 2 Monaten? Ja, und jetzt? Was jetzt? Be back later on if that's Ich schau mir okay. mal den Tipp an. You should call the Chief for an update. Ja, das ist eigentlich eh das, was ich machen wollte noch. Okay, auf zum Chief. Rufen wir Chief an. Master Chief! Darmani, gute Nacht, mein Lieber. Danke für deinen geilen Support. Good night. Schlag dir gut aus. Schön, dass du hier warst. Dankeschön für die Unterstützung. Good night. Just as it gets to the good bit, great. Go on, Jenks. So, where to start? Paul admitted that they do use threshold testing. Apparently they get a wedge of cash from various companies in exchange for each prime candidate they produce. Interesting. Also, I met Ryan and some of his friends in the woods in the middle of some sort of occult ceremony. I have no idea what they were doing, but it did not look good. But Ryan insisted that Simon walked Kate home after the meeting last Friday. He's claiming Simon killed her. And what does Simon say? He doesn't agree, not surprisingly. He says it was Ryan, because of something to do with a piece of tape stuck to Kate's driving license, which Simon claims belonged to Ryan. Claims it was Ryan who was testing Kate by sticking the driving license to a tree in the woods in the dark and telling Kate to get it, knowing she'd fall in. And no, before you ask, it doesn't make any sense to me either. Right, so basically Simon says Ryan was testing her and Ryan says Simon was testing her. Well, either one of them is lying or neither of them are. And nobody was testing anybody. I suppose that's always a possibility. Wouldn't surprise me, Jenks. Well, I don't know. I can't help you. But you're as close as you're going to get. Just check everything that everyone's said. Go through everyone's statements. The answer's in there somewhere. Call me back when there's some good news, eh? Preferably a confession. Well, if I can get one. Yeah. Thanks, Chief. Good night. There must be a contradiction somewhere. Das dachte ich mir. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's halt richtig schwer. There must be a contradiction somewhere. Und ich schätze mal Rebecca. Ich glaube nicht, dass Emma was hat. Wir können nur noch mit 2 Leuten labern und das ist Emma und Rebecca. Die anderen sind nicht ansprechbar. Okay, und James. Entschuldigung, James. Meine Güte. James. Aber ich glaube nicht, dass James irgendwie was mitteilen kann. Würde ich mal sagen. So, gehen wir mal zu Rebecca. Ich glaube, diesmal ist Rebecca dran. Wir haben bis jetzt bei Emma so viel widersprochen, bei Rebecca noch gar nichts, oder? Ich glaube, bei Rebecca haben wir noch absolut nichts widersprochen. Deswegen würde ich mal sagen, Rebecca. Pattern Sticky Tape. Ryan had some pattern sticky tape. Last saw the tape approx 2 months ago. I don't know, Beards. René, du geiler Beard, welcome back! Einen wunderschönen bärtigen Dienstag. Willkommen zurück bei uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dich wieder zu lesen. Hau rein. Danke, dass du einschaltest. Wie kannst du nur auf James vergessen? Metorix! Das ist eine Frechheit, ne? Wie kann man nur auf James vergessen, der uns so viel geholfen hat?
Ja. Das letzte Mal hat sie das Tape gesehen vor 2 Monaten. Was war vor 2 Monaten? Suggest asking Ryan. Ups, das war zu viel. Has never seen the key ring. Damit kann ich auch noch nichts anfangen irgendwie. Has never seen the business card. Ah doch, okay, wir haben schon mal bei ihr widersprochen. Prescriptions. For Ryan. Schon merkwürdig. Black Devil, good night. Ich danke dir von ganz Herzen, dass du dabei warst. Auch an dich eine gute Nacht. Genieß den Abend noch. Schaut dir gut aus. Und man sieht sich vielleicht morgen. Schau mal lieber. Danke, dass du hier warst. Hau rein. God damn it. There must be a contradiction somewhere. Wenn irgendwas ist, dann eins von den beiden. Nur, Ryan had some pattern sticky tape, das kann ich jetzt nicht verneinen. Und last of the tape approx 2 months ago. Oh, Moment. Gab es dieses Tape nicht aber auch auf dem Fenster? Moment. Taped over the broken window to... Ah, ich bin so doof. You last saw that sticky tape 2 months ago, is that correct? Yes. So how come you used it last week to tape over the broken window outside? That's the same tape. Well, I must have been mistaken. You see, the reason I'm asking is that it's exactly the same tape that was found attached to Kate's driving license, found at the scene. The tape that only Ryan has. Ryan, and of course, you. So what are you saying? Who's got the tape now? Do you know where it is? No. No, I don't know where it is. Why are you asking me about this tape? You seem nervous, Rebecca. Is there a problem? Well, you're practically accusing me of having something to do with that woman's murder, aren't you? I wasn't accusing you of anything, Rebecca. Unless there's something you'd like to tell me. No, I wouldn't like to tell you anything. Okay, well, that's fine. Obviously, we'll be swabbing everyone in the area for DNA, so if anything comes up on Kate's license, DNA traces. What'll come up? Nothing will come up. Right, I've had enough. I've got to get back. Rebecca! Would you like to explain to me exactly what is going on? Which bit? The fact that some leggy bitch was trying to steal my husband? I think you had better tell me what you know, Rebecca. Okay. You want to know what I know? Kate Vine seduced my husband and was going to blackmail him. Not only did she sleep with him, that whore did it just for his money, our money. How did you work that out? I heard her. I knew it was her arguing with Emma Bowman. Emma was trying to talk her out of it. And how did she come to be at the lake? She dropped that driving license thing when she came in. She was drunk. She dropped her bag. I took it out to the woods and stuck it over the lake. Then I waited for her. When she came out, I told her where it was, that someone had just run off into the woods with it. You led her to the lake. She was
reaching out over the lake to get it. I didn't do anything, she just fell in. But you let her drown. It was dark, I couldn't see anything, I couldn't help her. Really? Did you try, Rebecca? Well, it was too late. She was just flapping about in the water. It was pathetic, she was making these gurgling sounds. And what did you do? I got a big stick. I just pushed her down with it until she stopped. Well, she was dead anyway, what did it matter? You killed her, Rebecca. But she slept with my husband. She didn't, Rebecca. What do you mean? You got the wrong girl. Who? Emma. It was Emma. Rebecca Rand, I am arresting you for the murder of Kate Vine. You do not have to say anything, but anything you do say may be taken down and will be used in evidence against you. Do you understand? Yes. Das mit Emma wussten wir. It appears that Kate Vine's death was a tragic case of mistaken identity. But there are some loose threads here. What was Ryan doing with Kyle and that girl in the woods? What if I hadn't interrupted? And what really happened to Liam last year? It seems I've only scratched the surface of Atlas and the Rand business empire. Trying to find out about Paul Rand's past is like peering into dense fog. He gives nothing away and covers his tracks with military efficiency. However, what is known is that Paul Rand has a lot of connections in high places, politicians, celebrities, business leaders. Perhaps James Wilson's ideas weren't too wide of the mark after all. I get the feeling there's still a lot more to learn about the Rand business empire. You're gonna have to excuse us. Atlas is closed for the moment, but we'll be open again very soon. Thank you for your interest. Not bad. Das ist ein Spiel um 9,99 €. Ja. Wir haben es wahnsinnig lang gespielt. Es kommt natürlich darauf an, ob man nun wirklich immer die Cheats einsetzt. Wenn man die Cheats jetzt zum Beispiel sehr selten oder gar nicht einsetzt, wie wir es getan haben, geht das Spiel sehr lang. Außer man ist ein Meister-Detective und weiß sofort jeden Widerspruch. Dann hat man das Spiel sehr schnell durch. Aber ansonsten ist es ein echt langes Game. Wir haben, keine Ahnung, ist das der dritte Stream? Der dritte Stream, ne? Der dritte Stream, wo wir das Game zocken. Es war extrem gut, aber im Prinzip, es stimmt schon. Das, was die Atlas Corporation betrifft, allgemein, was sie da machen, diese Sachen da, es ist ja auch komplett irgendwie illegal, was die da machen. Ganz ehrlich, das mit dem Messer und so weiter und sich gegenseitig fertig machen und das ist schon schlimm. Ich meine, ich glaube aber nicht, dass es eine Fortsetzung ist. Es hieß ja, das Game funded by Kickstarter. Wahnsinn. Es heißt ja, sie hatten ein niedriges Budget. Ich weiß nicht, ob es einen weiteren Teil geben wird. Ich würde es mir wünschen, weil das Spiel super ist. Echt cool gemacht auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die schauspielerischen Künste, auch wenn es vielen von euch nicht gefallen hat. Ich persönlich muss sagen, ich fand die schauspielerischen Künste sehr gut. Mich hat dieses Oh. Ryan und Jenks. That Ending. Yay, High Five! Die sind sicher die besten Freunde im Real Life. Dedicated to Paul Darrow. We hope you enjoyed playing Contradiction. This was an experimental, independent game made on a tiny budget. If you liked it, please leave a review of the game and make yourself heard. Your support is vital if we are to raise funding for a sequel. Also wer sich das Spiel kauft, unterstützt den Sequel. Ich hab's unterstützt. Ja! Und sehr, sehr gerne habe ich das unterstützt. Super Spiel. Super Spiel. Ich hoffe auf ein Sequel. Ich würde mich selber eine Fortsetzung freuen mit Atlas. Dass man da die irgendwie auch einbuchtet. Ja, weil, ich meine, der Vater meint zu Ryan, er soll mich beseitigen. Da ist irgendwas anderes noch dahinter. Aber war super cool. Nostris!
Welcome to the Beard. Danke für den geilen Support. Vielen lieben Dank, Nordstreet, für deine geile Unterstützung mit deiner Subscription. Viel Spaß mit diesen wunderschönen Emotes und weiterhin viel Spaß bei uns. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese tolle Unterstützung. Großes Dankeschön an dich. There must be a contradiction somewhere. Wir müssen einen Widerspruch finden. Leave Rebecca. Aha. Okay, leave Rebecca. Thank you. Probably be back later. Wir haben's geglitscht. Jawohl, es ist doch nicht... Es geht weiter hier. Ich hab's geglitscht. Ich steige aus. Man kann nicht aussteigen. Alt F4. Alt F4 funktioniert. So, lasst mich kurz das hier schließen. Ich mach ein bisschen Music hier, Beards. Donkey Kong Music. So, das gebe ich auch noch raus. There we go. Und switchen hier rüber. Und wir switchen.